Hallo und herzlich willkommen im Music Store. Ich bin Bernd und ich freue mich riesig, euch heute den Arturia Polybrute vorstellen zu dürfen. Dieser Synthesizer vereint das Beste aus zwei Welten, wie ich finde. Nämlich zum einen eine analoge Klangerzeugung mit zwei Oszillatoren. Wir haben zwei analoge Filter und eine komfortable digitale Steuerung, sprich Bedienung, und schlussendlich noch Effektperipherie, die auch digital ist. Aber als wäre das nicht schon genug, wir haben insgesamt 61 Tasten, 6 Stimmen polyphon ist das Ganze. Wir haben einen Ribbon Controller, auch der ist wirklich richtig schön, auch in diesem wunderbaren Nussholz, optisch schön gemacht. Dann haben wir natürlich noch eine Modulationsmatrix, auch das werden wir uns gleich nochmal genauer anschauen. Und das Highlight, wie ich finde, bei diesem Synthesizer ist sicherlich die Morphing-Funktion. Ne? Das heißt, wir haben ein Preset und dieses Preset hat immer zwei Sounds, also einen A-Sound und einen B-Sound. Und wir können dann von diesem A-Sound in diesen B-Sound überblenden und dabei entstehen oft ganz wunderbare Happy Accidents. Und vor allen Dingen kann ich auch diese A-Sounds oder B-Sounds selber schrauben und definieren und da wird es eigentlich wirklich spannend. So, wenn wir uns diesen Synthesizer, den Polybrute, von oben mal anschauen, dann wirkt er erstmal unglaublich überladen und man ist vielleicht komplett reizüberflutet mit dem, was man da sieht. Dem ist aber gar nicht so. Arturia wäre nicht Arturia, wenn die da nicht Struktur und Ordnung reinbringen würden und das Ganze sehr gut und strukturiert aufbauen würden. Also das schauen wir mal auf der linken Seite und dann geht es los. Da haben wir die zwei Oszillatoren. Wir haben hier Noise Generator mit integriert. Das Ganze können wir hier über einen Mixer steuern und da kommen wir zu den eigentlichen wirklich spannenden Filtern. Nämlich zum einen haben wir den Steiner Filter hier mit an Bord, der sehr schön warm und tolle Cut-Off, gute Resonance bringt. Dann haben wir hier unten den Leather-Filter und da würde ich sagen, der ist sicherlich inspiriert vom Moog. Auch der kommt mit Distortion und wir können auch beide direkt kombinieren und haben hier den sogenannten Master Cut-Off. Also auch das eine tolle Lösung, zwei Filter in eins zu integrieren und als nächste Stufe haben wir dann die ganzen Hüllkurven und davon 3 Stück an der Zahl. Und wir haben hier die LFOs, also ganz klassisch mit einem Sinus, mit einer Rechteck, mit einem Sägezahn und umgekehrter Sägezahn und. Also auch da können wir dann viele Modulationseinstellungen tätigen. Und das sicherlich Spannende überhaupt, nebst natürlich dem Morphing, da kommen wir gleich noch zu, ist die Modulationsmatrix. Ja, man kann sich das vorstellen wie ein modularer Synthesizer. Wir haben auf der linken Seite hier eine Quelle und die können wir dann wiederum bestimmten Zielen hier oben zuweisen und können halt zum Beispiel sagen, okay, wir möchten jetzt gerne den Ribbon Controller auf den Steiner Cut-Off legen oder wir hätten ganz gerne den Ribbon Controller hier auf dem Leather Cut-Off oder eben auf dem Pitch Cut-Off. Also das können wir hier alles genauso definieren, wie wir es gerne haben möchten. Und eine Modulationsmatrix, die erstmal sehr, sehr voll wirkt. Aber wenn man einmal verstanden hat, wie es geht, also genauso wie beim modularen Synthesizer auch, ich habe eine Quelle und weise dieser Quelle ein Ziel zu und kann das dann halt mit LFOs verbinden, mit Effekten verbinden, mit Pitch-Shifting verbinden, dann ist das im Prinzip eigentlich einfach. Man muss es nur einmal verstanden haben. So, dann gehen wir hier weiter und dann haben wir hier die Effect Section, das heißt, da haben wir Delay mit drin, wir haben Reverb mit drin, hier ist ein Chorus mit drin, ein Phaser ist mit drin und das können wir natürlich auch dementsprechend die Werte hier anpassen. Und dann haben wir den nächsten Punkt, da komme ich gleich auch noch im Detail zu, das wäre der Step-Sequencer, auch der ist hier mit integriert. Da können wir die einzelnen Stufen genau definieren und die Töne auch variieren. Also Step-Sequencer, wer das kennt, weiß, wovon ich hier rede. Und das kann ich dann hier über diese Modulationsmatrix integrieren und dann natürlich auch modellieren, wie ich gerne möchte und dann rhythmisieren. Wir wollen einfach mal ganz kurz in die Presets reinschauen, weil da ist nämlich einiges geboten. Wir haben Pads, wir haben Leads, wir haben Chords, wir haben kräftige Bässe und das Ganze können wir uns mal an kleinen Beispielen anhören. Wir haben hier die Möglichkeit, auf diesen Preset-Button zu drücken. Wir drehen hier einmal diesen Button
den Amount-Button und dann schlägt er uns direkt vor, was wir da haben. Wir haben Brass hier, wir haben Keys, wie gesagt schon, wir haben Lead, wir haben Organs, wir haben Pads, Percussions, Sequenzen und FX-Sounds und natürlich auch Strings. Und einmal, um zu hören, was dieser Synth so an Output bringen kann, gehen wir mal zurück und schalten mal hier diesen Freund, der vielleicht dem einen oder anderen bekannt sein dürfte. Sehr schön. Jetzt möchte ich euch einfach mal ein paar kleine Highlights von dem Polybrute zeigen. Und wir gehen mal chronologisch vor. Wir fangen mal an mit einer sehr schönen, wie ich finde, das nennt sich Chord Memorizer. Und das heißt, wenn ich jetzt hier diesen Polyphonen-Knopf hier auf der linken Seite drücke und den gedrückt halte und spiele jetzt ein Arpeggio, also eine nacheinander folgende Töne. Das machen wir mal. Dann können wir jetzt die wie Akkorde spielen, indem ich nur einen Ton spiele. Ich finde, das ist vielleicht so gerade so für Hausproduktionen sicherlich nicht uninteressant. Da können wir jetzt beispielsweise auch noch den Filter drehen. Sehr schön. Dann wollen wir uns als nächstes mal ein bisschen detaillierter die Modulationsmatrix anschauen. Dazu nehmen wir uns mal diesen Nexus Sound, den wir hier gerade drin haben. Dann gehen wir auf diesen Button Mods für Modulation. Und jetzt wünschen wir uns zum Beispiel, dass wir vielleicht mal hier bei dem Ribbon Controller einen Pitch aktivieren. Und der Pitch Control, also wie gesagt, hier ist der Ribbon Controller, der liegt hier unten. Und jetzt müssen wir rübergehen und müssen gucken, aha, der Pitch Control zeigt hier im Display die 5 an. Wir klicken hier vorne auf die 5, die Verbindung steht. Jetzt müssen wir noch den Amount nach oben drehen. Wir machen jetzt mal so, ja, mal volles Programm. Jetzt spielen wir einmal einen Akkord und dann schauen wir mal, was passiert. Jetzt haben wir den Ribbon Controller zugewiesen und sehr schön. Okay, dann lass uns noch mal probieren, ob wir das auch selber zuweisen können. Ja, das heißt nicht schon ein Preset, sondern das legen wir uns jetzt selber da rein. Wir suchen uns jetzt hier einen freien Platz. Nehmen wir jetzt hier mal die 5, halten die gedrückt, drehen am Master Cut-Off und schon ist der im Display zugewiesen. Und jetzt müssen wir nur noch sagen, okay, wir hätten gerne den Ribbon Controller. Der Ribbon Controller ist hier auf der 5 auf dem Master Cut-Off definiert. Da drücken wir jetzt drauf. Jetzt müssen wir einmal den Amount noch mal hochdrehen und dann hören wir mal, was passiert. Dann hören wir richtig, dass der Filter sich öffnet und wieder schließt. So kann ich sehr intuitiv und sehr schnell wunderbare Ergebnisse erzielen und kann wirklich jeden beliebigen Parameter und jede Modulation innerhalb der Matrix zuweisen und bin damit sehr, sehr flexibel und kann Soundergebnisse schaffen, die einen wirklich überraschen werden. So, kommen wir an dieser Stelle zur nächsten Funktion, die ich auch wirklich sehr schön und auch ja, tolles intuitives Feature. Und zwar ist das eine Geschichte, in der ich eigentlich eine kurze Aufnahme tätige von einem Sound und kann den dann aber auch sozusagen in einem Loop samplen.
und habe dann im Prinzip diese Bewegung, die ich in dem Filter aktiviert habe, kurz aufgenommen und kann aber diesen Sound, wenn er mir gefällt, auch genauso abspeichern, also safen auf eine Userbank und kann ihn nachher auch genauso verwenden und mit einem anderen Sound wiederum kombinieren. Schauen wir uns jetzt erstmal den Motion Recorder an, so heißt der Freund. Und da gehen wir hier einmal auf Recording. Wir stellen das erstmal in die Mitte. Dann gehen wir hier nochmal kurz auf Aufnahme und gucken wir, dass wir hier mal diesen Loop aktivieren. So, jetzt gehen wir hier in den Loop-Modus. Und da haben wir den. Und jetzt können wir auch die Geschwindigkeit verändern. Da hören wir, dass es eine richtige Modulation wird. Wir können auch langsamer machen, dann kommt der ganz langsam hoch, dieser Pitch. Also sehr schöne Funktion, um irgendwie kurze und schnelle Ergebnisse zu bekommen, auch sehr intuitiv damit zu arbeiten. Kurze Recording-Sessions, die dann einfach loopen, den Sound währenddessen modellieren und diese Aufnahme dann einfach abspeichern, neuen Sound damit kreieren. Also ganz tolle Idee. So, als nächstes Highlight möchte ich euch ganz gerne den Step-Sequencer bzw. auch den Arpeggiator zeigen. Dazu spiele ich hier einfach mal einen Akkord. Also in dem Fall einen klassischen Brass-Sound. Jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir den aktivieren. Einige werden es von euch kennen, aber dann haben wir jetzt diesen Sound. Und jetzt können wir natürlich da so ein bisschen Einfluss nehmen. Machen wir ein bisschen Noise-Filter rein. Öffnen den ganzen mal ein bisschen. Dann schießen wir den mal ein bisschen ins Universum. Packen wir mal noch so einen Flanger drauf. Machen wir noch mal ein bisschen Distortion. Hier können wir die Geschwindigkeit bestimmen. Und so wird auch aus dem ursprünglich doch recht langweiligen Brass-Sound schon eine ganz interessante, spannende Modulation mit diversen Filtern, die ich dann nutze, Effekte, die einfach mal ein bisschen dazu geschraubt werden. Also wirklich interessant, also diesen Arpeggiator, man hat auch die Möglichkeit, wenn man den einmal so aktiviert hat, also sprich einen Akkord gegriffen hat, gibt es hier auch noch eine sogenannte Hold-Funktion. Das heißt, ich kann jetzt auch wirklich loslassen, habe beide Hände frei und kann jetzt auch mit beiden entsprechend hier schrauben. Sehr schön. Jetzt wollen wir noch mal kurz uns den Step-Sequencer angucken, weil auch der ist sicherlich ein tolles Highlight. Und auch hier können wir sehr intuitiv einzelne Melodien oder Phrasen einspielen. Das schauen wir uns mal eben an. Mal kurz den aktivieren, also hier auf Record gehen, Sequencer drücken, auf Record gehen und dann einfach mal eine kurze Sequenz aufnehmen und mal schauen, was dann passiert.
So, also diesen Teil hat er aufgenommen, dementsprechend auch rhythmisiert. Wir können jetzt hier die Geschwindigkeit bestimmen. Langsamer oder schneller. Wir können auch, was ich sehr schön finde, durch diesen Gate auch im Prinzip die Notenlängen bestimmen. So werden sie deutlich staccato-mäßiger, also viel kürzer, abgehackter. Und so gehen wir ins Legato über. Und hier wieder genau das Gleiche. Jetzt können wir hier zum Beispiel ein bisschen Reverb dazu packen, ein bisschen Delay. Nehmen uns nochmal einen schönen Phaser mit dazu. Und jetzt können wir hier noch ein bisschen am Cut-Out schrauben. Wollen wir mal kurz gucken, was der Moog uns noch dazu gibt. Und der Steiner. Da kriegen wir ihn so ein bisschen zum Quietschen und Zwitschern. Und dann wollen wir vielleicht noch mal ein bisschen Noise mit reinpacken. Dann wird er direkt ein bisschen aggressiver. Dann packen wir noch den Bootfaktor. Der ist übrigens auch sehr interessant. Der macht den Sound direkt sehr aggressiv. Sehr schön. So, das Highlight von diesem Synthesizer ist natürlich die Morphing-Funktion, die ich in Teilen ja schon vorgestellt habe. Jetzt schauen wir uns aber nochmal den Controller Morphi an. Und der Morphi, der hat die besondere Eigenschaft, dass er im Prinzip her den Sound dreidimensional modellieren kann, wenn man so will. Na, das heißt, ich habe hier auf der einen Seite eine X-Achse, mit dem ich Parameter zuweisen kann und die entsprechend auch in der Intensität dann ansteigen. Eine Y-Achse. Ich habe aber auch als dritten Sound noch eine Z-Achse, also dreidimensional, die nach unten geht. Und wie das funktioniert und wie das klingt, hören wir uns jetzt mal an. Sehr schön. Ja, also das macht den Synth wirklich besonders und wie schon gesagt, wenn ich jetzt diverse Presets durchgehe, da sind immer zwei Sounds. Ich habe einen A-Sound, ich habe einen B-Sound und das ist eigentlich genau das, was ihn auszeichnet und was ich bisher bei noch keinem Synthesizer erlebt habe. Ne? Ich gebe jetzt noch mal ein paar Beispiele. Gehen wir mal, ja, keine Ahnung, was das jetzt ist. Das ist jetzt also ein Arpeggio, der da läuft. Ne? Man hört die Sounds an sich und man kann wirklich den A-Sound in den B-Sound überblenden. Das finde ich sensationell. Und wie gesagt, wenn man dann Sounds selber definiert und programmiert und dann irgendwann abspeichert, kann man die genauso eben kombinieren. Und diese Happy Accidents, die da passieren, machen das Ganze sicherlich total spannend. Also alles in allem finde ich
ein wunderbarer, ausgewogener Synthesizer. Ich finde die Bässe total druckvoll, die überzeugen mich sehr. Ich finde die Flächen sensationell. Ich finde die Modulationsmatrix macht richtig Spaß. Man hat sehr schnellen Zugriff auf verschiedene Parameter. Man kann sehr intuitiv, auch wenn es erstmal kompliziert wirkt, wenn man es einmal gecheckt hat, ist es relativ leicht, auf alle Parameter zugreifen und sie zuweisen. Ich finde diese Übersicht sehr, sehr schön aufgebaut. Ich mag diesen warmen analogen Sound. Also alles in allem, finde ich, ist das ein Synthesizer, der sich lohnt, mal auszuprobieren. Also wenn ihr mögt, kommt gerne mal bei uns vorbei im Music Store. Probiert ihn aus, checkt ihn an, lasst ihn euch gerne mal erklären. Wirklich ein tolles, wunderbares Instrument. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniert gerne unseren Kanal. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald.